Zunächst einmal vielen Dank, dass ich Ihnen heute etwas über unser Projekt zeigen darf. Entschuldigung dafür, dass es mehr Lesen sein wird als Erzählen. Mein Deutsch ist ein bisschen rostig, aber ich versuche es. 4 große kulturelle Einrichtungen in den Niederlanden beschlossen vor einigen Jahren, ihre Kräfte beim Bau eines neuen gemeinsamen Depots zu bündeln. Dieses Projekt basierte auf 4 Schlüsselkonzepte: Nachhaltigkeit, Kooperation, Zugänglichkeit und Schlichtheit. Doch wer glaubt, dass Nachhaltigkeit und Schlichtheit zu wenig Gebäudetechnik führen, wird enttäuscht. Im September 2021, nach 10 Jahren von Planung und Umsetzung, wurde das CCNL offiziell eröffnet. 4 Unterteile der Nationalen Sammlung der Niederlanden, insgesamt etwa 500.000 Objekte, werden jetzt zusammen aufbewahrt. Die Objekte stammen aus dem Freilichtmuseum Arnhem, dem staatlichen Amt für das Kulturerbe der Niederlande, dem Rijksmuseum und dem Schloss Het Loo in Apeldoorn. Alles befindet sich in einem Gebäude von 31.000 Quadratmeter, von denen mehr als 20.000 Quadratmeter Depotfläche sind. 10 Jahre sind für ein Projekt wie von dieser großen Ordnung nicht wirklich lang. Aber eigentlich ist die Geschichte schon viel länger. Das Rijksmuseum zum Beispiel bezog 1885 ein neues Gebäude, das für 60.000 Besucher pro Jahr ausgelegt war. Es gab keine Depots, da die gesamte Sammlung dauerhaft ausgestellt war. 100 Jahre später, in den 90er Jahren, kamen jedes Jahr etwa 1 Million Besucher und das Museum verfügte über Dutzende Räume, die als Depot genutzt wurden. Im Jahr 2003 wurde im Rahmen eines großen Renovierungsprojekts ein großer Teil der Sammlung in ein ehemaliges Depot für Euromünzen in der Stadt Lelystad überführt. In den folgenden Jahren würden wir herausfinden, was an einem ausgelagerten Depot wichtig ist, welche Vorteile und welche Nachteile es hat. Und je weiter die Planungen voranschritten für das Rijksmuseum, desto klarer wurde uns, dass die Sammlung nicht mehr nach Amsterdam zurückkehren würde. Unser vorübergehendes Lager drohte dauerhaft zu werden. In 2011 gab es ein erstes Treffen mit dem Staatlichen Amt für das Kulturerbe und dem Freilichtmuseum Arnhem. Damit hatten sich 3 Partner mit annähernd gleichem Platzbedarf gefunden. Untersuchungen zu Machbarkeit, Investitionen und Nutzen führten zu einem Business Case, der 2015 vorgestellt wurde, kurz nachdem das Schloss Het Loo als 4. Partner beigetreten war. Der Business Case führte 2017 zu einem Architekturentwurf und der Bau konnte in dem darauf folgenden Jahr beginnen. 2 Jahre später, im Mai 2020, erfolgte die Schlüsselübergabe an den Eigentümer. Mitten in der Pandemie folgte dann ein Großumzug, und groß, das meint etwa 900 Lkw-Fahrten, woraufhin das Gebäude im September offiziell eröffnet wurde. Anschließend wurde am 1. Oktober 2021 der normale Geschäftsbetrieb übernommen. Der Einfachheit halber wurde beschlossen, dass einer der 4 Partner, nämlich das Rijksmuseum, die Rechnungen übernimmt und als Bauherr und Eigentümer auftritt. Für das staatliche Amt für das Kulturerbe als staatliche Einrichtung wäre dies aus steuerrechtlichen Gründen deutlich schwieriger gewesen. Und die anderen beiden Partner hatten weniger finanzielle Möglichkeiten und waren schon an anderen Renovierungsprojekten beteiligt. Die seit 2003 mit einem externen Depot gesammelten Erfahrungen erwiesen sich als hilfreich für die Gestaltung des CCNL. Eine der ersten Entscheidungen bezüglich des neuen Gebäudes bestand darin, es in 3 Teilen zu unterteilen. Ein großer Teil, um die Sammlungen aufzubewahren, hier in Rot, ein Teil mit Einrichtungen, die die Menschen für ihre Arbeit benötigen, und ein mittlerer Teil, in dem Mensch und Sammlung sich treffen und interagieren können.
Diese Dreiteilung, die wir in Anlehnung an einen in den Niederlanden sehr verbreiteten Bauernhoftyp als Kopf, Hals, Rumpf bezeichnen, wurde im gesamten Entwurfsprozess wiederholt. Sowohl beim Bau als auch bei den Zugangsberechtigungen der Klimatisierung und auch in den Ausführungsdetails. Der Kopf besteht aus 2 Bereichen mit flexiblen Arbeitsplätzen, einigen kleineren Büroräumen, einer Kantine und 3 Besprechungsräumen. In der Mitte befindet sich eine Zone mit allen Einrichtungen, die man in einem Büro benötigt. Obwohl das Gebäude über strenge Sicherheitsvorkehrungen verfügt, wurden alle Anstrengungen aufgenommen, Besuchern das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Also viel Glas, viel Licht und ein Empfang ohne Schutzglas und Sprechgitter. Freundliche Leute. Bis auf einen Raum für die Klimaanlage befindet alles im Kopf sich auf ebener Erde. Der Hals besteht ebenfalls auch nur aus einer Etage. In der Mitte dieses großen Areals befinden sich 2 große Restaurierungswerkstätten. Eines hat große Fenster an der Nordseite. Hier wird hauptsächlich an Gemälden gearbeitet. Aber diese Werkstatt kann auch als Atelier für Papier und Textilien dienen. Hier ein Foto von der anderen Seite. In der anderen Werkstatt wird hauptsächlich an Möbeln, Skulpturen und Keramik gearbeitet. Ebenso wie im Kopf gibt es in dem Hals einen zentralen Bereich mit notwendigen Einrichtungen, die hier eine Trennung zwischen den beiden Werkstätten bietet. Hier befinden sich Abzugshauben, ein Raum zum Versprühen von Firnissen, ein kleines Studio für Dokumentationsfotografie und ein Lager für besondere Holzarten. Die Wände rund um die Studios sind größtenteils aus Glas. Wer sich durch die Gänge des Halses bewegt, aber auch wer dieses Teil des Gebäudes vom Kopf aus betrachtet, hat einen direkten Blick auf die Restaurierungsaktivitäten. Diese Transparenz ist bewusst gewählt und gilt nicht nur für die Restaurierung. Im ganzen Gebäude wird versucht, die fast traditionelle Geheimhaltung rund um die Lagerung, Restaurierung, Forschung, Verpackung und Transport von Museumobjekten durch die Sichtbarmachung der Prozesse zu durchbrechen. Schon bald nach unserer offiziellen Öffnung, als Corona endlich vorbei war, haben wir entdeckt, dass die Gänge mit ihrer Breite von über 6 Meter sich unabsichtlich auch sehr gut lehnen für andere Zwecke als nur als Transportweg. Zum Beispiel als Esszimmer. Wir haben sehr viele Freunde. Das bringt mir auf den Vergleich zwischen Restaurierungswerkstätten und Restaurants. Ich vergleiche gerne die traditionellen mit den moderneren Restaurants. Früher waren es äußerst elegant eingerichtete Räume, in denen schöne Gerichte aus einer unzugänglichen und unsichtbaren Küche auf den Tisch gebracht wurden. Nur gelegentlich konnte man sich durch ein kleines Fenster in den Türen oder durch eine Durchreiche ungewollt einen Blick auf das Geschehen in der Küche erhaschen. Am Tisch war dieses Geheimnis oft Gegenstand von Gesprächen und es würden Witze darüber gemacht, was im Verborgenen wohl gemacht wurde. Heute erleben wir oft das Gegenteil. Die Köche sitzen mitten in dem Raum hinter dem Herd und geben von makellosen Werkzeugen und frischen Zutaten. Es gibt nichts, was den Blick auf den Garvorgang verhindert. Mit dem CCNL haben sich die beteiligten Partner gemeinsam eine offene Küche gebaut. Wir möchten ehrlich zeigen, was wir lagern, wie wir damit umgehen und vor welchen Entscheidungen wir stehen. Die Konservierung und Restaurierung sind der wesentlichste Teil des Ganzen und bilden daher zu Recht das gläserne Herz des Gebäudes. Auf den Rändern von der Ostseite finden wir vor allem noch Einrichtungen für Versand und Empfang und Entladevorrichtungen und ein Transitbereich und ein Quarantänebereich mit 4 Behandlungsräumen für Schädlingsbekämpfung. Hier ist auch ein großer Ein- und Auspackbereich sowie ein Lager für Verpackungsmaterialien.
Im Vergleich zum ersten Entwurf des Architekten ist hier dann doch auf Glas verzichtet worden. Die Angst vor einem unordentlichen Erscheinungsbild überwog hier den Ruf nach Transparenz. Das CCNL wickelt pro Jahr ca. 440 Transporte ab, mit insgesamt bis 4.500 Objekten, sodass auf dieser Seite des Gebäudes meist Reibestreiben herrscht. Auf der Westseite des Gebäudes befindet sich eine große Werkstatt für Holzbearbeitung, ein Fotostudio, auch groß, ein Röntgenraum sowie ein großer Mehrzweckraum. Letzterer kann für Vorträge und Besprechungen mit Gruppen, aber auch für Registrierungsprojekte oder Testaufbauten genutzt werden. Der Raum wurde auch schon mehrfach als Fernsehstudio benutzt. Erwähnenswert sind die Tastworkshops, die hier mehrmals im Jahr veranstaltet werden. Hier werden Keramiken einer kleinen Gruppe von Blinder oder Sehensbehinderter in die Hand gegeben, wobei der Kurator erklärt, was da zu sehen ist und welche Objekte man in der Hand hat. Eine arbeitsintensive Tätigkeit, die zwar aus wirtschaftlichem Grund nicht wirklich zu rechtfertigen ist, aber doch vor allem sehr gut angenommen wird. Dies ist eine Aktivität, für die es in dem geschäftigen und lauten Museum meist keinen geeigneten Platz mehr gibt, aber für die das Sammlungszentrum gute Möglichkeiten bietet. Dann schließlich noch die Depots selber. Im Rumpf des Gebäudes befinden sich 39 Depots verteilt auf 4 Etagen. Die Depots variieren in ihrer Größe und sind so angeordnet, dass sich in einem Raum oft nur 1 oder 2 Arten von Depotmöbeln befinden. Beispielsweise Schieberegale, feststehende Regale oder Weitspannregale. Man sieht es hier. Für die Einlagerung ist daher als erstes Klassifizierungskriterium die Art des Behälters, in dem ein Gegenstand aufbewahrt wird. Daneben werden Sammlungen auch nach Material thematisch oder chronologisch geordnet, je nach Art der Nutzung der Sammlung oder nach Wünschen des Kurators. In der obersten Etage des Depots herrscht ein Wohlfühlklima. Dort lagern die Gegenstände, für die Menschen regelmäßig und über einen längeren Zeitraum im Depot anwesend sein müssen. Auf den anderen Etagen kann die Temperatur aufgrund der äußeren Klimabedingungen allmählich auf weniger angenehme Werte sinken. Die Klimaregelung des Gebäudes wirkt sich hauptsächlich auf den Feuchtigkeitsgehalt und nicht so sehr auf die Temperatur aus. Nach unseren bisherigen Beobachtungen ist die Temperatur noch nicht unter 17 Grad gesunken. Alle Depots sind 90 Minuten lang feuerbeständig. Es gibt keine Sprinkleranlage oder andere Löschsysteme, sondern nur eine schnelle Gefahrenerkennung durch ein Absaug- und Analysesystem für die Depotluft. Da in diesem Gebäudeteil nach Ladenschluss kein Strom mehr fließt, aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit werden alle mobilen Depotschränke und alle Depottüren manuell bedient. Die Mitarbeiter entfernen am Ende jedes Arbeitstages alle Geräte, die eine Batterie enthalten und daher eine potenzielle Entzündungsquelle darstellen. Denken Sie hierbei an Laptops, Taschenlampen und natürlich Gabelstapler. Der nachhaltige Charakter des CCNL ist auf den ersten Blick nicht direkt erkennbar. Auf dem Dach aber befinden sich etwa 2200 Solarpaneele, zusammen 3600 Quadratmeter. So sieht unser Dach aus. Die Toiletten werden mit Regenwasser gespült und eine unterirdische Kälte- und Wärmespeicherung trägt zur Stabilisierung des Raumklimas bei. Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit während der Planung und des Baus wurde das englische BREEAM-System eingesetzt, wobei die höchst erreichbare Punktzahl erreicht wurde. Wir sind sehr stolz darauf. Im Moment sind wir gerade angefangen mit BREEAM in Use, ein Messsystem
für den laufenden Betrieb. Glücklicherweise ist ein nachhaltiges Depot, wir haben das heute oft gehört, kein Einzelfall mehr. Auch stoßen wir zunehmend auf Depots, die von verschiedenen Parteien gemeinsam genutzt werden. Ein weiterer Schritt von CCNL besteht darin, dass wir nicht nur die Sammlungen, sondern auch die Depotmitarbeiter zusammengebracht haben. Hier sehen Sie Leute von verschiedenen Organisationen, aber es ist nicht mehr sichtbar. Ein Depotteam als Mitarbeiter von 4 Organisationen ist für alles verantwortlich, was mit der Sammlung vor Ort geschieht. Dies beinhaltet Leihgabenverkehr, aber auch interne Bewegungen, Lagerbedingungen, Standortregistrierung und Schädlingsbekämpfung. Vom Team wird eine stete Weiterbildung erwartet, sodass Wissen und Fähigkeiten geteilt werden und man das Beste aus der Zusammenarbeit herausholt. Die Mitarbeiter stammen aus 4 Institutionen, deren Bestände sich teils überschneiden, sich aber doch auch größtenteils erheblich unterscheiden. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch geht sogar über den reinen internen Austausch hinaus. Für kleine, ehrenamtlich geführte Museen bieten wir nämlich kurze praktische Schulungen zur Sammlungsverwaltung an. Ich kann sagen, 3 Jahre nach dem Einzug steht das Team, unsere Köche, in einer offenen Küche bereit und alle Besucher können Ihnen bei der Arbeit zusehen. Herzlichen Dank.